Wir schauen zu Christoph Wanner nach Dnipro. Christoph, wir hören jetzt also Gerüchte, dass eine russische Delegation tatsächlich zu Gesprächen nach München kommen soll. Was genau ist da dran? Also es ist wohl eine amerikanische Maschine, Regierungsmaschine, gestern in Moskau gelandet, und es hält sich das Gerücht, dass genau dieses Flugzeug die russische Delegation nach München zur Sicherheitskonferenz bringen soll für erste Sondierungsgespräche in Bezug auf ein mögliches Ende des Ukraine-Krieges. Klarerweise stellen wir uns alle die Frage, wer wird diese Delegation der Russen anführen? Und folgende Lage. Vor einigen Tagen war der Sondergesandte des US-Präsidenten Steve Witkoff in Moskau, um den US-Bürger Mark Vogel freizubekommen aus russischer Haft. Ist ihm auch gelungen. Und Witkoff hat immer erzählt, dass er mit einem Kirill zu tun hatte. Und dann hat natürlich sofort die ukrainische Presse wie auch die russische Presse versucht herauszufinden, wer ist denn dieser Kirill, mit dem Witkoff immer gesprochen hat. Und da kommen eben die Kollegen auf den Namen Kirill Dmitriev. Und das ist ein interessanter Mann, weil er nicht nur Wirtschaftsexperte, Investor und Lobbyist ist, sondern weil er ein Mann ist, der nahe an Putin dran ist, in den USA studiert hat, Stanford, Harvard, dann auch für Goldman Sachs gearbeitet hat. Also ein Mann, der die amerikanische Mentalität ob seiner Vergangenheit sehr gut kennen muss. Und der könnte diese Delegation anführen der Russen. Das ist eine Spekulation, Beweise dafür habe ich nicht. Und wenn ich mir das so anschaue, was passiert, habe ich so das Gefühl, dass Trump versucht, Putin zu ködern. Trump holt jetzt wahrscheinlich eine russische Delegation nach München. Trump spricht davon, dass es ein Fehler war, die Russen aus der G8 rauszuwerfen 2014. Trump sagt, dass er sich mit Xi Jinping und Wladimir Putin treffen will, um Abrüstungsgespräche zu führen. Also ich denke, dass Trump versucht, hier Putin zu ködern, wie ich gesagt habe, und Putin da auch abzuholen, wo er besonders empfänglich ist, nämlich die Chance zu bekommen, auf internationaler Bühne wieder aufzutrumpfen. Das ist es, was dem russischen Präsidenten in meinen Augen fehlt, und das ist es, was er liebt. Christoph, wie fallen denn diesbezüglich, oder was diese Meldung betrifft, diesbezüglich die Reaktionen in der Ukraine oder von den Ukrainern aus? Die Ukrainer sind komplett überrumpelt in meinen Augen von dieser diplomatischen Offensive des amerikanischen Präsidenten. Und was ich gehört habe, sind die Ukrainer auch momentan nicht bereit, sich mit den Russen schon in München an einen Tisch zu setzen. Die ukrainische Seite sagt, wir wollen erstmal einen Plan haben, uns absprechen mit den Europäern, mit den Amerikanern, und dann reden wir mit den Russen. Aber ich denke nicht, dass die Ukrainer da eine Wahl haben. Trump drückt aufs Tempo, will Fortschritte, und die Ukraine wird sich fügen müssen. Was bedeuten denn diese ganzen Entwicklungen jetzt eigentlich für die aktuelle Lage an der Front? Christoph, beruhigt sich da im Zuge dieser Friedensbemühungen etwas, oder passiert genau das Gegenteil? Ja, es passiert genau das Gegenteil. Mit anderen Worten, es wird nach wie vor heftig gekämpft, und ich habe so ein wenig den Eindruck, dass beide Seiten versuchen, ihre Positionen zu halten oder zu verbessern, bevor es möglicherweise in absehbarer Zeit zu einer Waffenruhe, vielleicht sogar zu einem Waffenstillstand kommen kann. Und besonders deutlich sehen wir den Druck der Russen nach wie vor im Bereich Donezk, und die Ukrainer versuchen, ihre Stellungen dort zu halten und auch mit Gegenoffensiven den einen oder anderen Ort zurückzuerobern, vor allem da, wo die Rohstoffe sind. Steinkohlebergwerke südlich von Pakrovsk, Pischanne, da greifen die Ukrainer an, haben wohl da auch ein Bergwerk oder die Reste eines Bergwerkes zurückerobert. Und die Russen machen bei Udatschne gleich um die Ecke Druck, um ein weiteres großes Bergwerk, Steinkohle, gute Qualität, wichtig für die Stahlproduktion, noch zu erobern. Danke, Christoph Wanner nach Dnipro.